Hallo zusammen, kennt ihr diese beiden Flaschen hier? Einmal die legendäre RX 20000 und der Longpoint vom The Bottle Shop. Es ist das gleiche Fass, wir haben quasi den gleichen Inhalt mit zwei unterschiedlichen Releases abgefasst und heute habe ich den Mann hier im Interview, der die erste Fasshälfte vor uns ausgewählt hat. Stefan vom The Bottle Shop. Hey Olli, schön hier zu sein. Heute sprechen wir über die Geschichte, wie wir genau zu diesem legendären Fass gekommen sind. Und davor wollte ich mal die Geschichte von vorne anfangen. Also quasi, wie es bei dir losging. Du hast 2018 die Old Fashioned Bar gegründet und danach ist ein eigener Shop dazu gekommen. Genau, ja. Das war eigentlich tatsächlich Corona-bedingt. Im ersten Lockdown 2020 im März mussten wir die Bar schließen, Corona-bedingt, und war dann ein bisschen langweilig, und dann haben wir kurzerhand einen Bottle Shop aufgemacht, weil direkt neben der Bar ein Laden frei war, den unser Nachbar vermietet hat, und es war erst als Pop-up gedacht, also für 9 Monate gegen den Mietvertrag, und lief da mal ganz gut an, und dann hat man den Shop noch ausgeweitet, hat einen zweiten Laden daneben noch dazugenommen, hat einen Durchbruch gemacht, ja, und ist dann halt immer tiefer in die Materie eingetaucht, bis hin halt dann zu den eigenen Rumabfüllungen. Das ist ja spannend, du hast quasi eigene Abfüllungen. War das schon von Anfang an so geplant, als du den Bottle Shop aufgemacht hast, oder ist es was, was so nach und nach entstanden ist? Tatsächlich überhaupt nicht. Es ist tatsächlich sogar so, dass man wurde da so ein bisschen, aus meiner Sicht so ein bisschen, wurde ich das so zu einem Handeln gezwungen, weil nach Corona ist das Business so ein bisschen abgeflacht mit den Spirituosen und so. Es wurde nicht mehr ganz so viel gekauft wie während Corona, und dann überlegst du dir halt, wie du dagegen wirken kannst. Und ja, die Exklusivabfüllung lief immer ganz gut, und da hat man dann natürlich ein höheres Augenmerk drauf gelegt, weil man mittlerweile auch so eine kleine Community sich erarbeitet hat, die Abfüllungen auch einfach schon blind kaufen, wenn du sie auf den Markt bringst, was natürlich eine super Wertschätzung ist. Also es freut uns, dass die Leute uns da einfach vertrauen, ja. Ich glaube, das ist eines der besonderen Sachen, wenn man mal die Bewertung auf RumX anguckt, dann sind alle deine Abfüllungen im wirklich oberen Bereich, da ist quasi keine Niete dabei. Hast du irgendwie, weißt du, wie dieses Geheimrezept ist, warum du nur solche Top-Rums auswählst? Also in dem Fall ist es eigentlich gar kein Geheimrezept, es ist ja einfach nur ein, überspitzt gesagt, ein Hobby von uns. Also wir leben eigentlich vom Online-Handel und hauptsächlich eigentlich von unserer Gastronomie, vom der Ludwig, der direkt auch nebendran ist, und das ist eigentlich unser Hauptbusiness, und dadurch, dass wir halt nicht gezwungen sind oder wirtschaftlich nicht gezwungen sind, jeden Monat eine Abfüllung auf den Markt zu bringen, können wir die natürlich so auswählen oder so lange suchen, bis wir wieder eine Abfüllung gefunden haben, die uns taugt. Und das ist, glaube ich, was uns hauptsächlich von einem rein unabhängigen Abfüller unterscheidet, dass wir nicht den Druck haben, ja, jeden zweiten Monat eine Abfüllung auf den Markt zu bringen. Wenn mal ein halbes Jahr nichts kommt, kommt halt mal ein halbes Jahr nichts. Mhm. Okay, spannend. Kannst du uns mal mitnehmen, wie so eine eigene Abfüllung abläuft? Also wo bekommst du die Samples her? Wie läuft dann der Auswahlprozess ab? Entscheidest du das alleine im Team, und wie läuft das Ganze mal ab? Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich von anderen unabhängigen Abfüllern oder von rein unabhängigen Abfüllern die Abfüllungen kaufe. Habe da so ein paar Kontakte mittlerweile, oder ein paar kommen dann auch auf mich zu, ob ich nicht mal was von ihnen abfüllen möchte. Und es sind dann, in dem Fall kann man es eigentlich so nennen, die meisten Sachen sind so Co-Bottlings. Steht dann auch immer auf dem Etikett hinten drauf, abgefüllt von, aber ausgewählt halt von uns, und dann halt auch nur exklusiv bei uns erhältlich. Und du bekommst dann einfach eine Fassprobe zugeschickt, 2 oder 5 Cl. Da setze ich mich mit meinem Kollegen immer hin, probiere das. Entweder es gibt 2 Daumen hoch, dann füllen wir das Ding ab, oder es wird halt nicht abgefüllt, ja. Und wie ist da so die Trefferquote? Also wie viele von diesen Aha-Momenten hast du, wenn du so die Samples probierst? Das ist leider ernüchternd. Also schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, wenn du 50, 60 Samples probierst, ist so eins dabei, das man dann abfüllt. Okay, krass. Also du opferst dich quasi für uns Genießer, um die Vorauswahl zu treffen. Du glaubst nicht, wie viele Dinger da dabei sind, wo du denkst, scheiße, ey, ich möchte keinen zweiten Schluck davon. Das ist tatsächlich wirklich erschreckend ab und zu. Aber umso mehr freut man sich dann, wenn man dann so ein Sample auf dem Tisch hat und sich denkt, das läuft. Ja, direkt verliebt. Ja. Lass uns mal auf ein ganz besonderes Release eingehen, nämlich die 2 Flaschen hier. Du warst nämlich der allererste, der
die Zusage zu diesem Fass gemacht hat. Kannst du nochmal so aus deiner Perspektive schildern, wie es dazu gekommen ist? Ja, war tatsächlich auch unsere erste Abfüllung mit Precious Likör. Mittlerweile haben da auch ein paar nachgelegt. Wurde uns angeboten, das Fass. Ich glaube, es waren 260 Flaschen oder 270 Flaschen Kapazität in dem Fass drin. Und ich habe dem Pavel gesagt, du, ich traue mir in dem Moment einfach nicht mehr wie 160 Flaschen zu. Und dann hat er gemeint, ja, ist kein Problem, er kann das splitten. Und ich glaube, dann 3 oder 4 Wochen später wurde dir dann die andere Hälfte halt angeboten. Oder die 100 übrigen Flaschen halt. Und im Endeffekt einfach nur Zufall gewesen. Das hatten es ja nicht geplant, das so als Split-Bottling auf den Markt zu bringen. Aber ja, im Endeffekt umso spannender. Unsere Abfüllung auch noch 0,1% mehr Alkohol, weil sie ein bisschen kürzer im Fass war. Ich glaube, in der Zeit ist da jetzt nicht so viel passiert im Fass. Es ist eigentlich der gleiche Rum. Ja. Ich fand es auch total spannend, als wir von Brescia Liquors die Fassprobe bekommen haben, waren wir auch total hin und weg im Rum X-Team und haben gesagt, wir brauchen unbedingt dieses Fass. Und dann hieß es ja, es sind aber auch nur noch 99 oder 100 Flaschen übrig. Und wir waren dann ziemlich hartnäckig, wer hat das andere Fass, damit es keine Interessenskonflikte geht und so weiter. Und die Jungs von Brescia Liquors, die waren total geheimnisvoll, haben gesagt, wir verraten nichts. Aber wir haben gesagt, okay, das Fass überzeugt uns so sehr, wir nehmen die 100 und mal gucken, was passiert. Und dann haben wir ja quasi relativ zeitnah released und waren beide Abfüllungen ja super schnell weg. Ja, ich glaube, bei uns hat es 2 Tage gedauert, was für uns schon super schnell ist. Also das ist schon, was ich sagen muss, bei uns war es tatsächlich, uns hat der Stoff nicht gleich so hart überzeugt. Wir saßen tatsächlich dran, haben uns überlegt, hey, sollen wir es abfüllen, sollen wir es nicht abfüllen? Und deswegen dann auch nur die 160 Flaschen. Also hattet ihr in dem Fall das bessere Gespür dafür, dass das Zeug wahrscheinlich durch die Decke geht? Bei uns war es so, wir waren uns da nicht so 100%ig sicher. Ja. Was uns total zugesagt hat, ist, dass der nicht so ein super Nerdstoff High-Ester-Granate ist, sondern quasi so ein total entspannter, super cremig und super geil von der Textur her Long Pond. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein schöner Stil, den die Leute gar nicht so oft im Glas haben und den wir dann quasi so positioniert haben, dass es diese Gegenbewegung zu den immer stärker und Übertreter Ester-Geschichten sind. Also, ja. Ja, und da waren wir uns halt unsicher, ob das dann in der Masse so angenommen wird. So viel zu unseren beiden legendären Abfüllungen. Lass uns doch jetzt mal in die Gegenwart gucken. Was waren denn seitdem so deine Highlight-Abfüllungen und warum hast du genau die ausgewählt? Also eine meiner Lieblingsabfüllungen tatsächlich, oder meine absolute Lieblingsabfüllung gesagt, ist in Kooperation mit der Flensburg Rum Company ein Clarendon EMB 95, der 23 Jahre tropisch gereift ist, 4 Jahre dann nochmal kontinental mit 65,6% abgefüllt wurde und den haben wir schon im Jahr 2022 gebottelt und für mich immer noch unerklärlich, warum das Ding 4 Jahre später immer noch verfügbar ist. Also von 146 Flaschen haben wir immer noch so an die 30 Flaschen über. Gibt es für mich keine Erklärung für. Das Ding ist bisher die absolut beste Exklusivabfüllung, die wir auf den Markt gebracht haben. Ist, glaube ich, bei RumX auch mit 9,0 bewertet, also ist auch nicht unbedingt die mieseste Bewertung. Killerbewertung ist auf jeden Fall eine unterm Radar-Abfüllung, liegt vielleicht noch so am alten Design, ist noch so ein bisschen mag sein. Und, ja, so Halb-Liter-Pulle ist nicht ganz so ansprechend, aber das haben wir ja auch ein bisschen geändert dann in der Zukunft. Aber wenn es rein um den Liquid geht, ist das mein absoluter Favorit bisher. Und ihr könnt euch auch auf ein Video freuen. Wir haben nämlich heute 3 unterschiedliche Old Fashions gemixt und in den geekigen High-End Old Fashion ist der gelandet und das war die absolute Granate. Danke. Wie kam es denn zu den unterschiedlichen Flaschendesigns? Also man sieht da, hier ist auf jeden Fall eine DNA zu spüren und hier 2. Genau, also hier war einfach Anfang, da waren wir noch nicht, ich finde vom Design her einfach noch nicht ganz so erwachsen, noch nicht ganz so noch nicht ganz so... In der Findungsphase. In der Findungsphase, ja, sagen wir es mal so, genau, ja. Und dann haben wir so eine kleine Comic-Serie gemacht mit der Flensburg Rum Company zusammen. Da haben wir 3 Abfüllungen mit denen gemacht und haben immer so eine kleine Story außen drauf gemacht. Und dann irgendwann, nachdem wir gemerkt haben, wir machen immer mehr und mehr und mehr Abfüllungen,
nachdem wir dann 5 oder 6 Rumfässer schon gekauft hatten, haben wir uns dazu entschlossen, ein einheitliches Label zu gestalten. Recht simpel, immer die Distille halt vorne ein bisschen mit einer Grafik drauf und von den Angaben einfach schlicht gehalten. Auf den Backlabels, wenn ich es auch mal kurz in die Kamera halten darf, auch mit den wichtigsten Angaben, tropische, kontinentale Reifung. Ja, das einfach transparent. Transparenz. Die Optik erinnert oder die Philosophie erinnert ein bisschen an die Habitation Vellier-Reihe, oder? Da hat Luca Gargano ja auch gesagt, er möchte die Signature Stills der Welt irgendwie erfassen und von jeder Still irgendwie eine Expression rausbringen. Das war so meine erste Assoziation, als ich das Design gesehen habe. Geht tatsächlich schon so in die Richtung, war auch schon so ein bisschen in der Findungsphase so, ja, ein Beweggrund, so in die Richtung zu gehen, weil mir die Habitation Vellier Abfüllungen auch einfach früher super gefallen haben. Und finde es schon schön, einfach ein klares, schlichtes Etikett zu haben, mit so viel Information drauf wie möglich. Ja, ohne es jetzt voll zu packen mit unnötigen Informationen. Ja. Steht tatsächlich in der Rum-X-Community auch in Korrelation, je mehr Transparenz, je offener der Bottler ist, umso höher sind die Bewertungen. Also es wird auf jeden Fall wertgeschätzt. Fassnummern, wie lange ist es gereift, in welchen Art von Hölzern und so weiter. Also das sind ja alles Sachen, wo man wirklich offen und ehrlich mit der Herstellung umgeht. Ja. Und das zeigt auch, dass man von seinem Stoff auch wirklich überzeugt ist und versucht, nichts irgendwie unter den Tisch zu kehren. Ja, ist uns auch wichtig. Das ist zum Beispiel hier jetzt ein Barbados, den wir auch vor kurzem rausgebracht haben. Der ist halt 8 Jahre alt und der ist dann halt 2021 in so einen Stahltank gefüllt worden. Und natürlich schreibt man das dann aufs Label da drauf, dass die Leute wissen, ey, der lag jetzt halt 5 Jahre im Stahltank. Finde ich, ist auch eine Information, die sollte man nicht vorenthalten. Auch, und ja, aufgrund der Transparenz halt auch. Und ich finde das schon wichtig, so viel wie möglich Informationen da halt auch mitzugeben. Stefan, du bist in der Rum-X-Community ja relativ anonym, so hinter den Kulissen. Damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dir gerne mal die Frage stellen, was ist denn so dein persönlicher Inselrum? Also was würdest du mitnehmen, wenn du nur noch einen Rum trinken könntest? Wäre für mich tatsächlich ein Cadenhead 64. Ist für mich ein Rum, der extrem nah an der Perfektion dran ist. Ja, kommt man eigentlich nicht vorbei an der Flasche. Also wenn der Preis jetzt mal keine Rolle spielt. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen den teuren Geschmack. Ich habe vorhin mal in den Shop drüben reingespickelt. Da hast du ja quasi alles. Von einem wirklich zugänglichen, ungezuckerten Einstiegsrum bis hin zu den legendären Vellier Demerara, wo jetzt wirklich jeder Sammler und Nerd seine Herztropfen braucht, wenn er da im Shop drin steht. Verkaufen sich solche Flaschen auch? Und wenn ja, was ist denn die teuerste Flasche, die du jemals in deinem Shop drüben verkauft hast? Ja, tatsächlich haben wir uns da im Raritätensortiment ganz gut aufgestellt. Sind ja, glaube ich, auch relativ führend am deutschen Markt. Und die teuerste Flasche, die wir verkauft haben, war tatsächlich mal eine Magnum Caroni Flasche, der 37. Release aus der Caroni-Serie. Und die ging für 43.000 € nach Hamburg. Und das Blöde daran war, wir versenden immer mit DHL und DHL versichert nur bis 25.000 €. Dann hieß es halt für uns 3 Tage lang zittern, ob das Ding auch heil da oben ankommt. Ja, aber ging alles gut. Und das war bisher das teuerste Stück, was wir verkauft haben. Ja. Spannend. Kannst du uns vielleicht sogar einen kleinen Ausblick geben, was denn in Zukunft noch kommen wird von The Bottle Shop? Ja, klar, haben wir natürlich auch. Wir haben da 2 Abfüllungen gerade in der Pipeline, die jetzt in den nächsten 3 Wochen dann auch released werden. Zum einen haben wir so sieht es übrigens aus, das sind die Fassproben, die wir dann zugesendet bekommen. Und in dem Fall haben wir jetzt ein 2007er Clarendon. Da braucht man einen Waffenschein, oder? Für den Alkoholgehalt. Ja. Also ich habe auch vermutet, dass im Stahltank gelagert worden, aber anscheinend war er tatsächlich im Ex-Bourbon-Fass. Und ist sogar für 15 Jahre lang tropisch, weitere 4 Jahre lang im kontinentalen Klima. Wahnsinnig gut integrierter Alkohol für die Alkoholstärke. Also ich war das so überrascht. Man hat so einen geilen grünen Apfel drin. Das ist eine Abfüllung, die jetzt in nächster Zeit bei uns
released wird. Erinnert so ein bisschen an die Philosophie von Rome Deluxe mit ihrer White Series. Die haben ja auch so richtig brutale Expressions. Ja, nur so und Banger drin, ja, das ist mit ihren 85% oder was weiß ich, was die da hatten. Ja, bei uns jetzt nicht das Kaufargument, weil er viel Alkohol hat, sondern weil wir halt einfach sagen, er war lecker. Aber und würdest du den tatsächlich auch zum puren Sippen empfehlen oder ist das jetzt was, wo du in High-End-Cocktails reinpackst? Funktioniert beides bestimmt ganz gut. Gemixt habe ich damit tatsächlich noch nicht. Wie viel Prozent hat der ganze Kollege? Ja, das Ding hat 79,2%. Okay. Ja, also nur nicht ganz Stroh rum, aber geht so in die Richtung. Ja, geile Abfüllung. Ich bin gespannt, was die Community dazu sagt. Ist schon ein bisschen härtere Kost, aber... Also mir fällt direkt eine Handvoll User ein, die den richtig abfeiern werden und dir auf jeden Fall sehr huldigen werden. Ja, bin ich gespannt. Also da bin ich wirklich gespannt. Ja, und klar, auch wieder Einzelfassabfüllung. 225 Flaschen haben wir da bekommen. Dürft ihr gespannt sein. Stefan, vielen Dank fürs Interview. War mir eine Freude, hier zu sein. Danke dir.